Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir schauen uns heute mal die drei China-Autobauer an im Vergleich zu Tesla und werden die Frage beantworten, ob diese vielleicht ein besseres Investment sind und ob sie eine Gefahr für die Tesla-Aktie werden könnten. All das in diesem Video. Ja, ich habe mir mal die drei China-Autobauer rausgesucht, da die Aktien tatsächlich ziemlich interessant aussehen. Und nicht nur der Chart sieht sehr, sehr interessant auch, sondern auch fundamental finde ich die Aktien wirklich, wirklich spannend. Und zum einen sind die Fundamentaldaten sehr, sehr gut, aber auch die, ja, ich sag mal, die Produkte an sich. Und das schauen wir uns gleich so ein bisschen an. In der Chartanalyse und natürlich auch der Fundamentalanalyse. Doch zuerst der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, fangen wir mal an mit der ersten Aktie und wir fangen an mit BYD. Ja, der Klassiker bei den Investitionen in China-Aktien ist unter anderem die BYD-Aktie tatsächlich. Und die sieht vom Chart her auch wirklich ziemlich interessant aus. Beziehungsweise sind wir da gerade an einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Zum einen haben wir diesen Aufwärtstrend, was schon mal sehr, sehr positiv ist. Aber wir sind gerade in so einer Konsolidierungsphase. Und wir haben jetzt natürlich auch die Quartalszahlen, die jetzt am Freitag anstehen. Also es wird auch sehr, sehr wichtig. Und die können natürlich auch einen entsprechend starken Impuls geben, ob die Aktie jetzt tatsächlich wieder nach oben dreht und hier diese Allzeithochs erreichen könnte. So bei um die 17 Euro. Oder ob wir vielleicht nochmal einen Rücksetzer sehen könnten. Ja, also das ist zumindest kurzfristig tatsächlich so ein bisschen, ja, man will nicht sagen Lotto spielen, aber tatsächlich kann es in die eine oder andere Richtung gehen und man ist schwierig vorherzusagen. Grundsätzlich bin ich allerdings bei BYD positiv eingestellt, was es angeht und gerade im Hinblick auf Tesla gibt es ja bei Tesla eigentlich so zwei Faktoren im Grunde, die maßgeblich für diese hohe Bewertung sorgen. Das ist nicht das Elektroautogeschäft, was eine Tesla beim KGV von 200 da rumtreiben lässt, sondern es ist tatsächlich eher die Fantasie bei autonomem Fahren und humanoide Roboter. Und tatsächlich letzteres, die humanoiden Roboter, sehe ich als ziemlich großen Markt, der noch Zeit braucht. Ja, also da stehen wir wirklich noch mehr als in den Kinderschuhen. Ja, die Technik ist noch nicht serienreif, aber da sind wir tatsächlich mit den China-Autoherstellern auch interessante oder haben hier interessante Player am Start. Gerade BYD hat mit seinem God's Eye natürlich auch ein sehr, sehr interessantes Portfolio, was autonomes Fahren angeht. Ja, auch flächendeckend wird es hier schon bereits eingesetzt. Und was hier humanoide Roboter angeht, haben wir auch den BYD oder wie er auch insgesamt heißt, glaube ich. Also auch hier tut sich einiges. Und im Prinzip sind diese drei China-Aktien, die wir jetzt heute besprechen, so ein bisschen eigentlich das 1:1 Pendant zu Tesla. Und ja, wie gesagt, zu BYD finde ich vom im aktuellen Niveau tatsächlich interessant. Ob man jetzt hier auf dem aktuellen Niveau einkaufen sollte, die Aktie, gucken wir uns mal genauer bei den Fundamentaldaten an, weil das ist ja, ich sage mal, das Grundlegende dafür, ob eine Aktie nur heiße Luft ist oder ob wirklich was dahinter ist. Und wenn wir uns mal das Umsatzwachstum anschauen, weil das ist so das Grundlegende, sage ich mal, was dann schlussendlich auch die Bewertung recht oder beeinflusst, aber auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Stärke der Aktie widerspiegelt. Und da haben wir tatsächlich auch ein Umsatzwachstum von 35%, nicht nur das letzte Jahr, sondern auch das Jahr davor. Also man hält tatsächlich ziemlich hohe Umsatzwachstumsraten und tatsächlich glaube ich auch, dass man das in den nächsten Jahren gut halten kann, gerade wenn man in neue Märkte expandiert. Und dementsprechend auch ein weiteres Potenzial hat, was das angeht und was auch sehr interessant ist, wenn wir uns mal das ein bisschen größer anschauen, die Profitabilität, ja, also ein bisschen schwankt sie, allerdings hat sie sich in den letzten Jahren auch positiv erholt, ja, das ist diese grüne Linie, das ist diese freie Cashflow-Marge, das ist auch ziemlich wichtig, dass wir einen positiven freien Cashflow haben, einfach um, ich sag mal, ja, ich sag mal, die Zukunft des Unternehmens zu finanzieren, auch unter anderem, aber auch solche Dinge wie zum Beispiel eine Dividende, ja, BYD hat ja auch eine kleine Dividendenrendite von 1,2%. Ja, grundsätzlich ansonsten, wenn wir uns mal so die anderen Fundamentalzahlen anschauen, gerade die Bruttomarge ist ja auch ziemlich wichtig und da sehen wir, hält sie sich leicht schwankend, aber zumindest ziemlich stabil, so knapp unter 20%. Das ist für einen Autobauer eigentlich ganz okay. Tatsächlich, was ich spannender finde, ist eher so die Nettogewinnmarge, die sich in den letzten Jahren nach oben verbessert hat. Ja, also wir wollen generell positive Trends sehen in diesen ganzen Fundamentalkennzahlen, ja, sei es Bruttomarge, sei es Nettogewinn, aber auch der freie Cashflow, da sehen wir auch den schönen Aufwärtstrend.
Das heißt, dass einfach das Unternehmen gesund wächst, ja nicht nur beim Umsatz, sondern man schafft es auch tatsächlich, eine Profitabilität über die Jahre durch Skalierungseffekte etc. daraus zu ziehen. Gerade auch Return on Investment Capital ist hier auch eine sehr, sehr gute Kennzahl, um zu sehen, okay, wie gut wirtschaftet das Unternehmen am Ende, wie gut profitabel ist es, und da sind Kennzahlen über 10% gelten da so als Richtwert, ja, dass es hier sich um eine gute Aktie handelt. Und hier haben wir Werte von 20, also hier grundsätzlich finde ich die Fundamentalkennzahlen sehr, sehr top. Jetzt gucken wir mal auf die Bewertung und da sehen wir ja schon so ein bisschen, ja, wenn wir uns das KGV anschauen, da ist die BYD-Aktie mit einem KGV von 20 schon eigentlich in einem unteren Bereich. Also ich würde die Aktie tatsächlich als günstig beziehungsweise mehr als fair bewertet ansehen. Sicherlich war die Aktie schon mal günstiger, ja, beim KGV hatten wir schon mal Werte bei um die 16. Auf dem oberen Niveau würden wir ein KGV von 26 haben. Ihr seht also, wir handeln so aktuell mehr oder weniger im Durchschnitt. Das heißt, ich glaube, dass tatsächlich mit sehr, sehr guten Quartalszahlen oder mit guten Ausblicken bei den Quartalszahlen die Aktie dann auch relativ schnell hier diese Allzeithochs wieder erreichen kann bei 17 Euro. Und ich glaube auch tatsächlich langfristig, wenn wir uns mal hier diese Umsatzwachstumsraten anschauen, bei diesen günstigen Bewertungen, ja auch ein KUV von 1 ist verhältnismäßig, ich würde mal sagen, fair bewertet. Ja, also da haben wir tatsächlich in einem positiven Umfeld auch Luft für höhere Bewertungen, und dementsprechend sehe ich da auch ganz gutes Potenzial in der BYD-Aktie. So, gucken wir mal auf die nächste China-Aktie, die auch ziemlich interessant ist, und das ist Xiaomi. Die sind mit ihrem Elektroauto natürlich wirklich ziemlich gut durchgestartet tatsächlich, muss man wirklich anerkennen, und das ist natürlich für die Aktien sehr, sehr gut, ja, wer die Aktien im Depot hat. Für die deutsche Industrie, gerade speziell natürlich die deutschen Autobauer, für die ist es natürlich keine gute Nachricht, wenn die chinesischen Autobauer hier eine gute Leistung abliefern. Und was die Aktie hier von Xiaomi angeht, finde ich tatsächlich auch Xiaomi sehr, sehr interessant. Auch hier haben wir im Grunde genau das gleiche Spiel: autonomes Fahren und humanoide Roboter. Jetzt ist Xiaomi natürlich nicht so vorangeschritten oder ich sag mal nicht so führend beim autonomen Fahren, aber man hat hier auch schon Pilotprojekte und man steckt auch wirklich hier sehr, sehr viel Geld in also autonome Fahren. Und mit Cyber One hat man hier auch experimentell eine erste Integration im Betrieb quasi in der Produktion von humanoiden Robotern. Also ist auch ziemlich interessant. Und ich glaube, gerade Xiaomi traue ich durchaus einiges zu. Ja, die haben auch, was sie da in den letzten Jahren geschafft haben vom Smartphone-Hersteller, jetzt zu Elektroautos, und ich glaube auch, dass sie früher oder später in dem Bereich humanoide Roboter da auch ganz gute Chancen haben können. Einfach nur der Tatsache geschuldet, was für eine gute Arbeit sie in den letzten Jahren gemacht haben. Und das zeigt sich eben auch im Aktienkurs wieder, ja. Wer die Aktie hier gekauft hat, der hat sich hier schon mehr als vervielfacht, und dementsprechend auch glaube ich, dass hier kein Ende in Sicht ist zunächst. Ja, die Quartalszahlen waren auch ganz in Ordnung, bei den Earnings, also gerade beim Gewinn deutlich besser als erwartet. Das hat natürlich auch die Aktie so einen kleinen Schwung nach oben verliehen. Jetzt sind wir gerade auch hier in so einer Konsolidierungsphase, aber ich glaube, dass die China-Aktien, gerade wenn die Problematik mit den China-Zöllen, die gerade ja so ein bisschen wieder ja in die Schlagzeilen kommen, leider, aber wenn sich das schlussendlich gelegt hat, dann glaube ich, dass wir hier auch bei Xiaomi durchaus neue Allzeithochs sehen könnten. Von der Bewertung her müssen wir sagen, haben wir aber auch ein höheres Umsatzwachstum, deswegen haben wir eine höhere Bewertung. Ja, wir haben jetzt hier ein KGV von 35, das ist für die Xiaomi-Aktie jetzt tatsächlich jetzt eher im oberen Bereich. Also da würde ich tatsächlich sagen, ist die Aktie fair bewertet, nicht günstig. Ja, günstiger wäre sie eher, wenn wir einen KGV von unter 30 hätten. Aber grundsätzlich würde ich die Aktie tatsächlich immer noch mindestens auf die Watchlist packen, und wenn man in dem Bereich investieren möchte und vielleicht so ein bisschen streuen möchte, dann sind tatsächlich die Aktien, alle drei, die wir jetzt hier besprechen, von den China-Aktien zumindest, für mich aus meiner Ansicht nach ein Kauf. Und mein Favorit ist tatsächlich die letzte Aktie, die wir besprechen werden, und darauf werde ich auch gleich noch eingehen. Ja, die Xiaopeng, die ist wirklich sehr, sehr spannend, gerade im Bereich humanoide Roboter. Das schauen wir uns gleich an. Doch zuerst natürlich in eigener Sache, wenn euch das Video gefällt und der Content, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, das wird mich sehr freuen und den Kanal unterstützen beim Wachstum für den YouTube-Algorithmus. Ihr kennt es ja wahrscheinlich, ja. Als Content Creator ist man vom YouTube-Algorithmus und von der Gunst des Algorithmus ein bisschen abhängig. Von daher, vielen Dank fürs Liken, vielen Dank fürs Abo vorab. So, zurück zum Video. Also hier bei Xiaomi finde ich zum einen sehr, sehr gut, dass wir hier so ein starkes Umsatzwachstum haben, und hier
haben wir natürlich das erste Auto gehabt, man kommt jetzt mit einem SUV und ich glaube, dass wir auch hier, und die Marke kommt ja auch sehr, sehr gut an, dass wir dieses Umsatzwachstum auch in den nächsten Jahren vielleicht nicht ganz auf dem hohen Niveau weiter tragen dürften, aber auch gute zweistellige Umsatzwachstumsraten weiterhin ich sag mal, erreichen dürften. Und auch was die Bruttomarge angeht, haben wir einen leichten positiven Aufwärtstrend. Grundsätzlich ist Xiaomi natürlich ein bisschen stabiler als BYD, weil man ein größeres Geschäftsfeld hat. Ja, man hat ja nicht nur die Autos, sondern man hat eben auch das Smartphone- und Elektronikgeschäft. Und ja, deswegen hat man hier eine stabilere Bruttomarge und entsprechend auch, und das ist sehr, sehr positiv anzumerken, ja, einen kontinuierlichen Aufwärtstrend hin zu einer Bruttomarge von jetzt über 20%, ja, also die Profitabilität hat durch die Einführung des Autos nicht gelitten, tatsächlich ganz im Gegenteil, sie hat sich ins Positive entwickelt und auch die Nettogewinnmarge hat es hier nochmal einen guten Sprung nach oben gemacht. Natürlich hat man hier Investitionskosten gehabt, ja, weil man entsprechend in die Entwicklung des Elektroautos viel Geld pumpen musste. Aber das zahlt sich jetzt entsprechend aus und ich glaube auch hier, dass Xiaomi ganz gute Chancen hat, diese Nettogewinnmarge entsprechend auch noch weiter auszuweiten. Ja, vom freien Cashflow haben wir jetzt bei TradingView leider keine Daten, aber auch hier Return on Investment Capital über 10%, also auch hier grünes Licht. Top-Aktie meines Erachtens und tatsächlich auch, selbst wenn man jetzt hier diese Fahnenstange hat, glaube ich, sind wir auch charttechnisch betrachtet hier erstmal in so einer Konsolidierungsphase, in so einer Seitwärtsphase und ich glaube in einem positiven Umfeld denke ich, dass wir hier diesen Aufwärtstrend auch weiter fortsetzen dürften, ja. Wie gesagt, wir sind nicht ganz so günstig, das heißt, vielleicht ein bisschen weniger, wenn man so ein bisschen in die 3 Aktien streuen möchte, ein bisschen weniger in die Xiaomi und vielleicht ein bisschen mehr in die BYD, weil die einfach aktuell ein bisschen günstiger ist. Das ist auch immer so ein ganz gutes Balance-Mechanismus, ja. À la Warren Buffett, ja, günstige Aktien vielleicht so ein bisschen stärker gewichten. So, das war's zu Xiaomi. Kommen wir nun zur letzten Aktie, das ist Xiaopeng. Und auch Xiaopeng ist sehr, sehr, sehr interessant. Zum einen natürlich auch, was das autonome Fahren angeht. Da hat man auch eine Serienreife für das System iHawk, Turing AI, die jetzt verschiedene Modelle nutzen. Und was eigentlich der Faktor ist, was am interessantesten bei der Aktie ist. Und das sieht man auch so ein bisschen am Chart. Und man hatte auch hier die Quartalszahlen, die auch deutlich besser waren als erwartet. Aber man hatte diesen humanoiden Roboter Iron. Und man hat eine sehr, sehr ambitionierte Roadmap, dass man die Massenproduktion bis 2026 dann starten möchte. Und wenn man das tatsächlich so schafft, glaube ich, dann ist die Xiaopeng-Aktie hier weitaus zu günstig bewertet. Wobei man hier natürlich noch ein bisschen hinterherhinkt, was die Profitabilität angeht. Ihr seht es so ein bisschen, man macht noch keine Gewinne, deswegen ist das KGV negativ. Wir haben eine negative Nettogewinnmarge, also Verlustmarge kann man es auch fast schon nennen. Ja, das heißt, diese ganzen Kennzahlen sind jetzt ein bisschen schwierig zu betrachten, aber die Bruttomarge ist schon mal auch in Richtung 20%. Das ist schon mal ein sehr, sehr positives Zeichen. Und das heißt, mit einem weiteren Umsatzwachstum, und hier haben wir auch ein Umsatzwachstum von 40%, sollte man entsprechend, ist nur eine Frage der Zeit, und ich denke, dass man 2026 dann entsprechend auch in die Gewinnzone kommen dürfte, ja. Ist es nur eine Frage der Zeit, bis man eben ja auch hier positive Tendenzen geht, was die was die Profitabilität angeht. Und vom KOV, ja, das können wir als einziges Bewertungskriterium jetzt heranziehen, sind wir das so ein bisschen auch ähnlich wie bei Xiaomi, fast schon im leicht teuren Bereich, ja. Also wenn die Xiaopeng-Aktie günstig wäre, dann wären wir irgendwo bei einem KOV von 2. Aktuell sind wir bei 2,8. In der Spitze waren wir auch schon mal deutlich höher, ja, da war auch entsprechend viel Fantasie drin. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wenn sie das schaffen, dass sie diese Massenproduktion für den humanoiden Roboter Iron, dass sie das tatsächlich, wenn sie das hinkriegen sollten, dass die Aktie auch wieder in diesen Bewertungsniveaus sich bewegen kann. Entsprechend natürlich auch deutliches Kurspotenzial, was das angeht, ja, wenn es tatsächlich dann so stattfindet. Also hier die Xiaopeng-Aktie für spekulative Investoren oder Anleger sicherlich interessant, ja, natürlich auch mit dem höheren Risiko, dass wenn das nicht schafft, dass wenn das nicht klappt, dass hier diese hohe Bewertung natürlich auch entsprechend dann entsprechend auch sich negativ niederschlägt auf den Aktienkurs, aber zumindest, was wir hier im Chartbild haben, und das ist natürlich auch den Quartalzahlen so ein bisschen geschuldet, aber die Aktie positiv ausgebrochen, ja, wir haben es hier zumindest diesen kleinen
zwischenzeitlichen, die Widerstandsbereiche bei um die 10 Euro haben wir geknackt und jetzt sind wir im Aufwärtstrend und da stellt sich natürlich die Frage, klar können wir so einen kleinen Retest haben, die 10 Euro Marke, ja, dass wir hier so einen Retest machen der Unterstützung und wenn der hält, dann stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, ja, wann wir das Allzeithoch erreichen und das ist dann, glaube ich, auch dann relativ schnell erreicht. Ich glaube, dass China-Aktien tatsächlich ganz gute Chancen haben. Wie gesagt, vor allem, wenn wir diese Thematik mit den Zöllen schlussendlich vom Tisch haben, ja, dass die dann wirklich auch ganz gut performen können. Und wie gesagt, auch fundamental betrachtet, ja, haben wir neue Märkte, humanoide Roboter, autonomes Fahren, wo diese China-Aktien tatsächlich, glaube ich, ganz mehr als gute Karten haben, um hier entsprechend mitzumachen. Und jetzt kommt natürlich zur spannenden Frage, wie sieht es denn mit der Tesla-Aktie aus? Wir haben jetzt hier eigentlich sehr, sehr positive Tendenzen gehabt, was die Fundamentalkennzahlen angeht, ja, also positive Aufwärtstrend bei Bruttomarge, bei den Verlusten beziehungsweise bei den Nettogewinnen. Und bei Tesla sieht es tatsächlich so im Grunde umgekehrt aus, ja. Die Aktie zum einen extrem hoch bewertet, bei einem KGV von 200, wir haben einen KUV von 13, da seht ihr auch schon mal die Diskrepanz. Wir haben eine ähnliche Bruttogewinnmarge, das ist schon mal positiv, allerdings hier leicht rückläufig, ja. Wir kommen von deutlich höheren Niveaus und sind jetzt unter 20% angelangt. Also das ist schon mal eigentlich so eine Tendenz, die man eigentlich nicht sehen möchte in der Aktie. Und dennoch performt die Aktie tatsächlich ziemlich interessant, beziehungsweise eigentlich gar nicht mal so schlecht, ja. Wir sind jetzt hier auch in dieser Seitwärtskonsolidierungsphase, was das angeht. Und bei Tesla muss man natürlich auch sagen, es ist eine Hype-Aktie, ja. Und natürlich hat man auch hier generell höhere Bewertungen, weil man eine amerikanische Aktie ist. Und ja, China-Aktien haben generell einen Abschlag. Aber wenn ich mir die Fundamentalkennzahlen so anschaue, dann entbehrt das eigentlich jeglicher Logik, dass die Aktie eigentlich da steht, wo sie aktuell steht, ja, bei einem KGV von 200, mit negativen Trends bei der Bruttomarge, mit negativen Trends bei der Nettogewinnmargeentwicklung, mit negativen Trends auch bei den freien Cashflows, ja, leicht negativ, beziehungsweise sie halten sich zunächst. Allerdings, wenn das mit der Profitabilität so weitergeht, glaube ich auch, dass man hier bei der Nettogewinnmarge, beim freien Cashflow auch leiden wird. Und auch hier Return on Investment Capital ist eigentlich auch eine Red Flag, ja, dass man jetzt unter 10% angelangt, da war man deutlich, also man war bei 30% und jetzt ist man hier bei knapp 7% angelangt. Also auch hier rein von den fundamentalen Daten ist die Aktie eigentlich kein Investment, gerade in Bezug auf diese hohe Bewertung. Klar, ich weiß, Tesla ist nun mal ein Hype und auch hier sind diese Faktoren autonomes Fahren und humanoide Roboter sind da eigentlich die Faktoren, die Aktie so weit oben halten. Und ja, ich glaube auch, dass eine Tesla größere Chancen hat, was diese beiden Bereiche angeht im amerikanischen Markt. Ja, ich glaube nicht, dass man diesen Markt, ich sag mal, chinesischen Firmen überlässt. Da wird man sicherlich entsprechend einschreiten, dass man entsprechend amerikanische Technologie im Markt hat. Aber grundsätzlich finde ich die Aktie tatsächlich ein zu hohes Risiko. Das heißt, sobald man hier schlechte Nachrichten bekommt, was das autonome Fahren angeht oder auch den humanoiden Roboter, dass die Aktie entsprechend auch ein deutlich hohes Fallpotenzial hat bei der hohen Bewertung. Und ja, wenn die negativen Trends weiter so anhalten, dann dürften die KGVs auch weiter steigen, die Bewertungsniveaus etc. Und ja, auch was die Umsätze angeht, ja, wir haben es im Prinzip bei Tesla kein Umsatzwachstum mehr. Und das ist tatsächlich wirklich das, was eigentlich das Wichtigste ist, was ich ja auch in den Videos immer sage. Das ist das, was wir eigentlich bei einer Aktie sehen wollen, ja, steigende Aufwärtstrends bei einem Umsatzwachstum. Und hier haben wir im Grunde so schlechte Zahlen wie, ja, schon eigentlich, man kann schon fast sagen, noch nie in der was die letzten Jahre und Jahrzehnte angeht bei Tesla. So, das war das Video zu den China-Aktien und zu den China-Autobauern. Bin gespannt, was ihr davon haltet, ob ihr die Aktien interessant findet. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, lasst gerne ein Like da und ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und ciao.